Herzlich willkommen zu diesem hübschen Muster. Wenn ihr eine Kette für euer Projekt angeschlagen habt, zählt ihr diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 4 plus eine Masche mehr sein. Und dann können wir auch schon mit Reihe 1 loslegen. Für Reihe 1 brauchen wir zuallererst 3 steige Luftmaschen für ein Stäbchen und eine Masche mehr zum Rüberkommen. Danach machen wir 2 Umschläge für ein Doppelstäbchen und gehen direkt am Anfang in die Masche hinein und häkeln durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen, also dreimal durch 2 Schlaufen. Danach 2 Umschläge und ab Nadel in die 4. Masche einstechen und auch dort dreimal durch 2 Schlaufen ein Doppelstäbchen häkeln, so dass wir am Anfang direkt ein schönes großes Dreieck gefertigt haben. Als nächstes kommen 3 Luftmaschen und danach wieder 2 Umschläge. Und nun in die gleiche Einstichstelle, wo wir das letzte Doppelstäbchen gehäkelt hatten, einstechen und auch dort ein Doppelstäbchen häkeln und dreimal 2 Schlaufen abmaschen. Danach wieder 2 Umschläge, 1, 2, 3, 4. Masche nehmen und auch dort ein Doppelstäbchen, indem wir dreimal durch 2 Schlaufen abhäkeln. Und dann haben wir auch hier unser zweites großes Dreieck gehäkelt. 3 Luftmaschen, 2 Umschläge und nun häkeln wir ein drittes Dreieck zusammen, indem wir in die gleiche Einstichstelle vom letzten Doppelstäbchen einstechen, dreimal 2 Schlaufen abhäkeln, 2 Umschläge, 3 Maschen freilassen und in die 4. einstechen und auch dort ein Doppelstäbchen hineinhäkeln und haben somit unser drittes Dreieck. Nun das 4., indem wir 3 Luftmaschen häkeln, 2 Umschläge machen, in die gleiche Einstichstelle des letzten Doppelstäbchens hineingehen, dreimal 2 Schlaufen abhäkeln, 2 Umschläge, 3 Maschen freilassen und in die 4. einstechen und auch dort ein Doppelstäbchen hineinhäkeln. So. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe häkeln wir das letzte Doppelstäbchen für das letzte Dreieck in die letzte Masche. Danach kommt eine Luftmasche und ein normales Stäbchen auch nochmal in die letzte Masche hineingehäkelt, sodass wir einen schönen geraden Abschluss haben. Und fertig ist unsere erste Reihe. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und ein Stäbchen einfach um die Luftmasche herum häkeln. Als nächstes müssen wir nun immer darauf achten, wenn eine Spitze von einem Dreieck kommt, dort wird ein Reliefstäbchen gehäkelt, der Rest bleibt ganz normal mit Stäbchen. Nun haben wir hier unser erstes Dreieck, das heißt, wir machen einen Umschlag und gehen vor dem Doppelstäbchen und hinter dem zweiten Doppelstäbchen, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen ab und haben somit unser Reliefstäbchen um die Spitze gehäkelt. Danach kommen 3 normale Stäbchen um die Kette zwischen den Dreiecken. Als nächstes haben wir hier wieder unser zweites Dreieck, also hier war das erste, hier ist das zweite. Also mache ich auch hier wieder einen Umschlag, gehe vor dem ersten Doppelstäbchen und hinter dem zweiten Doppelstäbchen lang,
hole den Faden drumherum und häkel ein Stäbchen ab. Am Anfang sieht das Ganze noch etwas kräuselig aus, das legt sich aber von Reihe zu Reihe. Danach einen Umschlag und um die Kette zwischen den Dreiecken wieder 3 Stäbchen einfach um die Kette häkeln. Gefolgt von dem nächsten Dreieck, Umschlag, hinter dem ersten, hinter dem zweiten lang, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Und somit haben wir ein Reliefstäbchen. Und so sieht es dann aus. Dadurch werden nämlich die Spitzen von den Dreiecken nach vorne gezogen und aufs Gesamtbild bekommt das Ganze einen 3D-Effekt. Danach wieder 3 normale Stäbchen, einfach um die Kette herum. Und wieder ein Reliefstäbchen um die beiden Doppelstäbchen der Spitze des Dreiecks. 3 Stäbchen einfach um die Kette zwischen den Dreiecken. Und danach wieder ein Umschlag und ein Reliefstäbchen um die Spitze des Dreiecks. Gefolgt von 3 Stäbchen einfach um die Kette herum. Und so nun die ganze Reihe. Am Ende angekommen, um das letzte Dreieck ein Reliefstäbchen häkeln und dann so wie am Anfang um die Kette herum ein Stäbchen häkeln. Und wir beenden die Reihe, indem wir in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt am Rand einstechen und dort das letzte Stäbchen hineinhäkeln, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Und das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 ist wie Reihe 1, nur dass wir das Ganze nun verschieben. Wir haben hier am Anfang und am Ende mit einem kompletten Dreieck angefangen und beginnen und beenden das Ganze nun hier oben mit einem halben Dreieck. Dazu beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen, wenden und schauen nun von hinten auf das Reliefstäbchen und dem Dreieck. Wir machen 2 Umschläge und stechen nun in die Masche des Reliefstäbchens ein und häkeln dort unser erstes Doppelstäbchen und haben somit unser halbes Dreieck am Anfang. Es folgen 3 Luftmaschen, 2 Umschläge und nun in die gleiche Einstichstelle des zuletzt gehäkelten Doppelstäbchens einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln, 2 Umschläge und in das nächste Reliefstäbchen. Hier ist nämlich das Gute, dass wir nicht mehr zählen müssen. Ihr könnt natürlich auch abzählen, 3 Maschen und das 4. müsste dann das Reliefstäbchen sein, wo ihr dann euer letztes Doppelstäbchen für das Dreieck hineinhäkelt. Und dann sollte es dann so aussehen. Es folgen wieder 3 Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle des zuletzt gehäkelten Doppelstäbchens, ein Doppelstäbchen hineinhäkeln, 2 Umschläge und in die 4. Masche, diese müsste das Reliefstäbchen der Vorreihe sein, einstechen und das letzte Doppelstäbchen häkeln. Und das ist dann schon unser zweites Dreieck. Und so jetzt die ganze Reihe wieder, 3 Luftmaschen und das nächste Dreieck, wobei das erste Doppelstäbchen direkt in die gleiche Masche des zuletzt gehäkelten kommt. 2 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und hier müsste das 4. wieder das Reliefstäbchen sein, wo das letzte Doppelstäbchen des Dreiecks hineinkommt. Und am Ende der Reihe das letzte komplette Dreieck gehäkelt, machen wir 3 Luftmaschen, 2 Umschläge, gehen in das zuletzt gehäkelte Doppelstäbchen in die gleiche Masche hinein, häkeln ein Doppelstäbchen, machen einen Umschlag
und häkeln das normale Stäbchen in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt seitlich in die Masche eingestochen und haben somit Reihe 3 fertig. Kommen wir zur Reihe 4. In Reihe 4 müssen wir wieder die Stäbchen und die Reliefstäbchen verteilen, da wir am Anfang und am Ende keine Reliefstäbchen häkeln sollten, weil das dann komisch aussieht. Lassen wir einfach 3 normale Steigeluftmaschen und um die große Kette herum 3 normale Stäbchen häkeln. Danach kommt unser erstes Dreieck, das heißt, wir machen einen Umschlag, gehen um das erste Doppelstäbchen, hinter das zweite Doppelstäbchen, holen den Faden durch und häkeln somit ein Reliefstäbchen um die Spitze nach vorne. Umschlag um die große Kette wieder 3 Stäbchen. Dann kommt die nächste Spitze des nächsten Dreiecks, Umschlag, hinter beiden Doppelstäbchen lang gehen, Faden holen und ein Reliefstäbchen, welches ihr nach vorne zieht, abhäkeln. Um die große Kette wieder 3 Stäbchen und um die Spitze wieder ein Reliefstäbchen und so die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe um die Kette herum 3 Stäbchen häkeln und wir beenden die Reihe, indem wir in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt ein normales Stäbchen hineinhäkeln. Und wenn ihr nun einmal durchzählt, müsstet ihr die gleiche Maschenanzahl haben und alles schön gerade. Und das war Reihe 4. Kommen wir zu Reihe 5, welches dann Reihe 1 ist. Wir beginnen wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und eine Masche zum Rüberkommen. Da wir hier jetzt nun die Reliefstäbchen wieder vorgegeben haben und mit einem Dreieck beginnen, machen wir 2 Umschläge, stechen direkt in die erste Masche ein am Fuß der Steigeluftmaschen und häkeln dort unser erstes Doppelstäbchen hinein, 2 Umschläge und danach in das nächste Reliefstäbchen einstechen und ein zweites Doppelstäbchen häkeln. Danach 3 Luftmaschen, 2 Umschläge, in die zuletzt gehäkelte Masche einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln, 2 Umschläge, nächstes Reliefstäbchen suchen, einstechen und das letzte Doppelstäbchen häkeln. Und so haben wir direkt schon mal unsere 2 Spitzen. 3 Luftmaschen, 2 Umschläge, in die zuletzt behäkelte Masche einstechen, ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge, nächstes Reliefstäbchen und das letzte Doppelstäbchen häkeln. 3 Luftmaschen und dann das nächste Dreieck. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle des zuletzt gehäkelten Doppelstäbchens, 2 Umschläge, nächstes Reliefstäbchen, ein Doppelstäbchen. Und so die ganze Reihe, ihr Lieben. Und am Ende der Reihe die gleiche Einstichstelle des zuletzt gehäkelten Doppelstäbchens, ein Doppelstäbchen häkeln, 2 Umschläge und dann gehen wir in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt. In die Masche hinein, häkeln dort das letzte Doppelstäbchen hinein, machen eine Luftmasche, einen Umschlag und in die gleiche Einstichstelle das Stäbchen und haben somit die 5. Reihe, die Reihe 1 ist, auch hier beendet. Und ab hier geht es dann für euch ab Reihe 2 weiter mit den Stäbchen und so weiter. Und das Ganze könnt ihr dann wiederholen, bis euer Projekt dann fertig ist. Ich hoffe, euch hat das Muster genauso gefallen wie mir.
Vergesst eure Bewertung nicht dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.